Hi, grüß euch. Kommt einer. Ich habe am besten Gärtner der Welt, also der Papa schaut da sehr gern, dass der Rasen passt und von dem her haben wir da auch ein bisschen Unterstützung und wir haben auch ein paar Händel draußen, also da ist dann schon immer was zum Tor und heute war in Grenzen, wir kriegen auch ein paar Eier dafür, also das sind so Sachen, da kann man auch gut entspannen, glaube ich, wenn man ein paar Haustiere hat, wenn man an das Tag und da sind wir gut aufgestellt mit Hund und Katze und Händeln und ja, da ist immer was los. Ja, ich bin da ein bisschen infiziert worden. Mein Freundeskreis, der macht das seit ein paar Jahren und wir haben einen schönen Garten, da wächst ein bisschen Hopfen, auch seit 5, 6 Jahren und mittlerweile ist es so, dass man ernten kann und deswegen bin ich heuer das Projekt angegangen, unser eigenes Gartenbier zum Brauen. Und ja, es ist trinkbar, sagen wir so, und hat riesen Spaß gemacht. Also ich glaube, ein paar Sachen, Hobbys braucht man natürlich auch und das ist eines davon. Wo ich eigentlich sagen muss, dass Simon im gleichen Alter jetzt mit 41 noch viel fitter ist wie ich damals. Ich habe damals schon mit immensen Rückenproblemen zu kämpfen gehabt. Und von dem her gesehen tut es ja ein bisschen leichter mit dem Training, glaube ich. Und ja, aber was ist ja, es macht ihm nach wie vor richtig Spaß. Ja, er war immer dabei von Anfang an. Also ich glaube, es ist halt einfach auch in dem Fall schon ein Privileg, dass man halt als Kind relativ viel Zugang hat zu einem guten Material oder dass halt weiß, wo der Schierstand ist oder was das alles ausmacht. Und da hat man sicher auch einen Startvorteil, muss man auch sagen. Und den probiere ich halt ja, bestmöglich zu nutzen, sagen wir es mal so. Talent ist einmal sicher im Schießen ist er gesegnet von seinem Talent und von da hat er richtig profitiert, obwohl er da auch sehr viel trainiert hat, sage ich mal. Stundenlang als Juniorenläufer im Keller mit seinen Trockenanschlägen, wo ich gesagt habe, jetzt glaube ich reicht, jetzt ist der nicht zu kalt da unten. Es gibt bei mir leider, ich sage es was ist, keinen Plan B, hat es in der Hinsicht nie gegeben, ich habe immer alles Karten auf den Sport gesetzt. Also ich glaube, wir haben als Kind so viel gespielt miteinander und ein bisschen gestritten auch. Also wir sind einfach echt sehr eng. Und sie ist ähnlich sportfanatisch wie ich. Sie war selber Biathletin, hat dann die BEDAG gemacht und Sportlehrerin. Also mittlerweile eine Riesenerfahrungsschatz, ganz lange in der HIP, im nordischen Zentrum gearbeitet mit jungen Leuten. Jetzt 6 oder 7 Jahre in der Schweiz, also mit der Weltspitze gearbeitet, wo sie quasi da einen Austausch habe mit ihr, das ist nicht zum Ersetzen einfach und ist eine große Hilfe jetzt in vielen Trainingsbereichen für mich und Wegbegleiterin. Ja. Natürlich, ja, das hat aber spezielle Verbindungen an. Wir sind fast wie die Geschwister aufgewachsen. Ja, wir können, glaube ich, über ziemlich viel reden, wenn nicht über alles. Und ja, das ist das Schöne in der Beziehung. Ich glaube, es ist aber auch diese Begeisterung für die Sportart an sich. Wir sind beide. Das ist irgendwie ein bisschen in der Familie weitergegeben worden. Es ist das Schönste, wenn man die Leidenschaft zum Beruf machen kann. Und ich glaube, das ist das, was uns drei verbindet. Ja, ich glaube, er ist vielleicht ein bisschen mehr ausgeglichener wie ich. Und reagiert dann auch vielleicht etwas lockerer wie ich zu meiner aktiven Zeit. Es ist sicher gut, dass ich mich weiterentwickelt habe bis als Mensch in die 20 Jahren, wo ich immer noch so da steht wie mit 20 Jahren, dann war das, glaube ich, kein gutes Zeichen. Ich glaube, da ist ein bisschen was passiert, ist ein bisschen was weitergegangen. Auch Papa bin ich geworden am halben Weg jetzt von meinen Weltcup-Jahren. Vor jedem Rennen habe ich eine Zielplatzierung, die ich mir setze und probiere das möglichst realistisch aber anzugehen, weil sonst bringt es natürlich auch nicht. Also es war in Antlas, glaube ich, so 20 Mal und lieber war mir natürlich, dass ich dabei bin. Also schauen wir mal, wie sich die Saison entwickelt. Ist immer ganz schwer zu sagen, in was für Richtung das geht. Vielleicht meine Lieblingsstation sogar. Der Papa hat da seine erste Medaille gemacht und ja, nach Kanada, Russland, Südkorea und China, wo eben die Spiele waren, meine Olympischen Spiele und von vielen anderen auch, war das halt einmal ein Biathlon auf feiner Art. Und das darf man halt voll tragen, wenn ich das nochmal schaffe. Da ist Biathlon echt daheim und ich glaube, das ist unvorstellbar, was da los sein wird. Ja, das wissen wir ja, was er in der Vergangenheit geleistet hat. Er hat ein gutes Trainingsjahr in diesem Sommer erlebt, besser als das Jahr zuvor. Von dem her glaube ich schon, dass er wieder für mehrere Top-10-Platzierungen fähig ist.
durch den Sport lernt man die Sachen schon auch schätzen, muss ich sagen. Ja, dass er sich eigentlich so super entwickelt hat. Nicht nur im Sport, sondern generell als Mensch.